Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Ich hatte da eine verrückte Idee, inspiriert durch einen Post in unserem Discord-Server, hatte ich mal die Idee, kann man das Refiner-Model von SDXL, also nur den Refiner, verwenden, um Bilder aus 1.5er Models zu verbessern. Und da habe ich mich mal hingesetzt und entstanden ist dieser Workflow, den ich eigentlich als Konzept sehe. Also ich habe damit gute Resultate erzielen können, ich habe damit aber auch eher nicht so gute Resultate erzielen können. Aber er ist also ein bisschen Proof of Concept, dass es geht. Ob es sinnvoll ist, muss man dann wahrscheinlich pro Anwendungsfall entscheiden, wie das ja so oft ist bei diesen Workflows. Aber gehen wir gleich mal durch und dann zeige ich euch das. Vorweg, ich bin ein bisschen erkältet. Unser Sohn hat irgendwie was aus dem Kindergarten mit angeschleppt, alle krank. Aber falls ich ein bisschen schniefe oder so, bitte ich das zu entschuldigen. Ich werde versuchen, mich zurückzuhalten oder es im Nachgang zu cutten. Aber vielleicht passiert das auch im Satz, dass ich einfach so abstürze und dann, naja. Okay, also Ziel dieses Experimentes war es, das Refiner-Model von SDXL zu verwenden, um 1.5er Bilder zu verbessern. Und ich bin jetzt nach einem tagelangem Rumprobieren bei diesem Workflow rausgekommen. Wir gehen da mal eben schnell durch. Und zwar habe ich hier vorne im Prinzip, das sieht komplizierter aus als es ist. Das ist nämlich einfach nur, ich habe hier wieder zwei Positive Prompts konkateniert in einen Positive Prompt. Und hier unten einen Negative Prompt. Die habe ich hier in Reroots gepackt, damit ich die einfach easy verbinden kann und nicht hier immer wieder diese Concat Node aufmachen muss. Das hier oben sind Positive Prompts, also andere Motive, die wir gleich mal durchklicken werden. Und hier unten sind auch noch, das sind andere stilistische Effekte, die ich einfach umswitchen kann, dann durch Umhängen hier. Und hier sind noch andere Negatives, die ich dann auch einfach hier dran klemmen kann. So, eine schöne Nachricht ist, hier Text-Debug von Tiny Terra Nodes geht wieder. Haben sie gefixt, kam ein Update. Es waren wieder alle Sampler rot und so, die habe ich dann umgebaut. Das ist immer ein bisschen lästig, da habe ich auch noch keinen guten Fix für gefunden. Aber Hauptsache, das geht wieder. Man kann hier wieder im Comfy UI selber sich mal seinen zusammen konkatenierten Prompt angucken. Ich hatte dazwischendurch auch noch die Fans-Prompt. Dafür habe ich auch ein Video gemacht gehabt. Hatte ich auch eingebunden. Da ist es immer dann praktisch halt, wenn man das einfach mal sieht, was da jetzt so zusammengestöpselt wird. Okay, wir fangen mal an. Hier unten im Workflow habe ich ein normales 1.5er Model geladen, das Epic Realism. Da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen durchswitchen, aber für den Anfang nehmen wir das. Dann kommt ein Sampler, der uns mit 512 x 512 Pixel ein Bild erzeugt. Das Ganze geht in ein Upscaling mit Model, danach in ein Downscaling. An der Stelle hier auf 1024 Pixel, weil das die SDXL Größe ist. Ich mache hier ein Image Sharpening, damit der Sampler einfach ein bisschen mehr Schärfe schon beim Bearbeiten hat. Und gehe dann hier oben schon in das Refiner Model ein. Und hier habe ich schon Positive und Negatives hier vorne verbunden. Ja, einmal hier unten in das 1.5er Model, einmal hier oben in das SDXL Refiner Model. Da hängen die Positives und Negatives drin. Und der Kniff bei der Sache ist, wir sind hier noch in diesem Lauf. Der Kniff bei der Sache ist, ihr könnt mit einem 1.5er Model an der Stelle nicht zum Beispiel sagen, ihr möchtet das Latent direkt hier oben in das Refiner Model reinhauen. Das funktioniert nicht, weil Latents sind auch encodierte Bilder und die basieren oder die werden codiert mit der VAE an der Stelle. Und hier unten haben wir noch die VAE, die auf 1.5 trainiert ist. Und wir brauchen hier oben aber die SDXL VAE. Und da könnt ihr einmal das machen, was ich gemacht habe. Ihr macht Load VAE und packt hier die SDXL VAE rein. Die findet ihr ganz einfach, wenn ihr mal googelt nach SDXL VAE. Dann ist das erste Ergebnis, nämlich hier von Stability AI SDXL VAE, geht hier auf Files and Versions und hier unten ist sie. Die könnt ihr euch dann runterladen und in euren, einen Moment, da bin ich unvorbereitet, so in euren
Comfy UI Models VAE Ordner laden. Hier steckt sie auch irgendwo, hier ist sie. Und dann habt ihr die. Den Link dazu packe ich euch natürlich auch in die Beschreibung. Ne? Hier auf die Startseite, geht hier oben halt wie gesagt auf Files und Versions. Dann könnt ihr euch den runterladen. Genau, wenn ihr das nicht machen wollt, könnt ihr auch bei Loaders Load Checkpoint machen. Ladet euch hier den Refiner rein und dann könntet ihr auch die VAE hier verwenden und einfach nur verbinden. Aber warum soll sich jetzt Comfy UI einmal das Model reinladen, wenn auch die VAE an sich reicht? Und wir gehen mit dem VAE-Encode dann halt rein, mit dem Bild, was wir hier unten aus dem 1.5er Sampler bekommen haben. Upscale Model, Downscale auf 1024, Sharpening, dann der VAE-Encode. Und den schicken wir jetzt in den Refiner-Sampler rein, wo er Dinge tut. Ich habe den jetzt so eingestellt mit einem Denoise von 0,5 und 10 Steps. Das ist ein bisschen mehr, als man sonst macht, aber einfach mal so, weil es geht. Und wir gehen erstmal weiter. Ich habe gerade überlegt, ob ich euch schon was anderes zeige hier. Mache ich aber jetzt noch nicht. So, wir haben jetzt hier den Refiner. Und von hier aus gehen wir wieder in ein Upscale-Model. Das ist übrigens das gleiche dann, wie wir auch hier vorne benutzt haben. Habe ich nur einen Loader für verwendet. Weil ich glaube, Comfy UI lädt die sich dann auch mehrfach ein. Es sieht auf jeden Fall mal komisch aus bei der Loader-Node. Die scheint irgendwas zu tun, wenn man die doppelt hat und obwohl man eigentlich das gleiche Model wieder lädt. Deswegen habe ich das so gemacht. Hier findet dann tatsächlich das Scaling auf die 1440p statt. Danach gehen wir in ein Sharpening wieder rein. Und hier ist ein Image Input Switch. Dazu komme ich auch gleich. Prinzipiell übersetzen wir hier aber wieder das Bild, was wir hier kriegen, wieder zurück in das 1.5er Model. Und zwar, indem wir einfach die VAE vom 1.5er wieder zum Encodieren des Bildes in den Latent Space nehmen und dann das Ganze im Upsampling-Prozess oder Upscaling-Prozess wieder mit dem normalen 1.5er Model hochskalieren. Im Anschluss daran habe ich nochmal zwei Face Detailer genommen. Einer ist für, Moment, ich muss einmal anpinnen. Einer ist für Gesichter und einer ist für Hände. Das könnt ihr nämlich auch hier machen. Ihr müsst einfach nur hier dann Hand auswählen und dann könnt ihr den Face Detailer für Hände benutzen. Okay, hier unten die Bilder, die hier rauskommen, gehen auch nochmal letztendlich durch ein Image Sharpening und dann sehen wir das einmal. Das hier ist der Output vom Face Detailer und das hier ist der Output vom Hand Detailer, nenne ich es mal. Und bevor wir da was machen, muss ich mir hier noch eine zweite Node runterziehen. Die brauchen wir so gesehen eigentlich nicht. Die ziehe ich einfach mal runter, aber ich möchte mir das Bild einfach mal wegspeichern. So, hier unten haben wir noch eine Abzweigung von hier vorne und zwar nach dem Upscale Image Using Model. Da gehen wir hin und machen normales Upscaling mehr oder weniger. Wir sagen, wir möchten 1440 Pixel haben. Wir machen ein Image Sharpening. Wir codieren das wieder in den Latent Space und machen den ganz normalen Upscale-Prozess. Das hatte ich ursprünglich mal als Referenzbild gemacht, deswegen ist es noch drin. Ich packe mir hier auch mal ein Save hinzu. So, können wir ignorieren, wie gesagt. Aber ich habe da noch einen Kniff eingebaut nachträglich, der diesen Sampler dann doch nützlich macht im ganzen Workflow. Okay, was ich eben noch sagen wollte, ich hau hier ein bisschen auf die Exkremente, was vielleicht nicht unbedingt notwendig ist. Ich wollte es aber mal gucken, weil ich wollte Details erzeugen mit den Bildern. Und deswegen habe ich hier überall nochmal die Add Detail LoRa eingebaut. Das hier ist im Upscaling Sampler. Sie ist hier oben im Face Restoration und Hand Restoration ist sie nochmal mit drin. Beziehungsweise nur im Face Restoration, im Hand Restoration haben wir sie nicht mit drin. Da habe ich nochmal zwei LoRas, Entschuldigung. Das ist einmal die Add Detail. Die kennen wir ja, aber auch nur mit 0,8. Und die LoRa. Die LoRa ist eigentlich eine LoRa, die
für sehr dunkle Bilder sorgt. Wenn man sie aber nur mit ein bisschen Stärke einbaut, sorgt die dafür, dass das Gesicht von einer Seite stärker beleuchtet ist als von der anderen, was nochmal ein bisschen mehr Natürlichkeit in das ganze Bild reinbringt. Okay, der Switch, den wir jetzt hier haben, das ist hier der. Den können wir von 0 und 1 umschalten. 0 Original, 1 ist Background Switch. Und was ich hier gemacht habe ist, ich habe gesehen, dass beim Erstellen der Bilder manchmal der Hintergrund einfach zu krass irgendwie verändert wird und die 1.5er Models generieren teilweise echt schöne Hintergründe. Was wir hier an der Stelle machen können, ist nämlich jetzt, wir nehmen uns das Bild aus dem Sampler hier unten und wir nehmen uns das Hauptmotiv aus dem Sampler hier oben, aus dem Refiner. Dann machen wir hier einen Background Remove auf das refinete Bild. Das heißt, wir haben nur noch das Hauptmotiv. Wir nehmen den Hintergrund aus dem 1.5er Bild, legen die beiden übereinander und jagen die dann ins Upscaling rein. Das hat dann den Effekt, dass der Hintergrund ein bisschen erhalten bleibt vom Originalmodel. Okay, das war jetzt eine Menge Theorie, ich weiß. Wir werden einfach mal starten und ich werde mal ein Bild losjagen. Wir haben erstmal Female Cyborg, Super High-Tech Space Station, Complicated Technical Elements, Wires, Tubes, Mechanical Details, Electronics, White Body Element, Gyroscopic Joints, Colored Lighting, Natural Hands, Negativ, Text, Watermark, Blurry, Misformed, Distorted, Painting, Render, Sketch, Oversaturated Nude, NSFW, Glowing Breasts. Fragt mich nicht hier nach, ich weiß nicht, warum manchmal die Brüste der Frauen hier leuchten müssen wie Autoscheinwerfer. Ich weiß es einfach nicht. Wir versuchen es einfach damit ein bisschen Griff zu kriegen. Und als stilistisch haben wir High Detail, Intricate, Realistic, Cinematic Photography, Cinematic Lighting, Sharp Focus und HDR. Aber wir lassen jetzt einfach mal Bilder sprechen. Wir lassen uns mal losrattern. Und jetzt kriegen wir schon unser erstes Bild. Das schauen wir uns mal an. Das sieht auch schon ganz gut aus. Das ist unser Ursprungsbild. Ja, übrigens das Epic Realism benutzen wir, ne? Hier, Epic Realism. Können da gleich auch nochmal switchen. Und jetzt können wir schon oben hier sehen, was der Refiner an der Stelle gemacht hat. Also erstmal haben wir im Refiner natürlich schon ein Upscaling auf das Doppelte, ne? Weil wir sehen hier 512 x 512 ist das Originalbild. Wir sind jetzt schon bei 1024 x 1024. Und wir sehen schon, dass er refined, und das meinte ich mit, dass der Hintergrund manchmal echt krass detailliert wird. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Prompting-Sache, aber nichtsdestotrotz habe ich mir einfach mal just for fun diese eine Option hier rausgenommen. So, wir gucken mal eben. Hier unten, das ist das hochskalierte Bild, wie es jetzt aus dem Originalbild kommt. Wir machen die beiden mal wieder zu. Das ist das Originalbild, also ohne Einfluss vom Refiner oder ähnlichem. Jetzt rattert hier oben noch das Upscaling, ist gerade durchgerattert. Der Face Detailer geht los. Der Hand Detailer sollte an der Stelle nichts machen. Genau, der überspringt das einfach. Und dann schauen wir uns das Bild mal an. Und jetzt haben wir halt den Unterschied an der Stelle von dem Bild, was einmal durch den Refiner gelaufen ist. Und dem Bild, welches das Vanilla 1.5er Model hat. Also Vanilla ist es ja nicht in dem Fall, es ist ja ein trainiertes Model, aber ihr wisst, was ich meine. So. Und ich finde halt, der Refiner haut hier schon ordentlich Details überall rein, ne? Wenn man sich das mal so anguckt, hier unten im Bauchbereich, das Originalbild, das hat halt immer ein bisschen was von Kostüm, was die Personen da tragen. Während der Refiner hier schon ziemlich gut darstellen kann, dass es sich hier um einen Cyborg handelt. Und ja, das war eigentlich so das, was ich ausprobieren wollte. Wir nehmen jetzt einmal hier, sagen wir behalten den Hintergrund. Ich habe jetzt nicht auf fix gestellt, wir nehmen einfach random Bilder an der Stelle. Was soll's? Aber hier sehen wir auch schon ganz gut charakteristischer Hintergrund, können wir gleich mal vergleichen. Der Refiner geht drüber. Wir können hier schon mal einen Blick auf den Hintergrund werfen, den er erstellt hat. Ja, das sieht halt alles irgendwie aus wie in einem Borg-Kubus automatisch, ne? Also hier sieht es noch so wirklich nach Innenraum einer Station aus mit Schalltafeln. Der Refiner macht einfach einen Borg-Kubus draus oder ein
Das könnte auch ein Audioaufnahmestudio sein mit den ganzen Racks. Naja, ich mache die mal hier zu, hier oben. Dann poppt die nicht immer auf. So, wir gucken uns mal das hochskalierte Bild an. Ne, das ist gut zu sehen. Das meine ich mit, es sieht aus, als wäre es ein Cosplay oder ein Kostüm. Die Handgelenke hat er ganz gut hingekriegt, aber hier in der Bauchregion sieht es nach Kostüm aus und wir gucken jetzt mal, was wir am Ende rauskriegen. Hier sehen wir auf jeden Fall schon mal sehr gut die Remove Background Node, die einfach nur unser Hauptmotiv nimmt und es auf den 1,5er Hintergrund setzt. Und der Hand Detailer hat gerade ein bisschen zu tun, weil wir auch Hände haben, 2 an der Zahl, was prinzipiell sehr gesund wirkt. Okay, und hier haben wir jetzt, ich mache die nochmal gleich groß, hier haben wir jetzt den Unterschied zwischen dem refineden Hauptmotiv und dem Vanilla Hauptmotiv. Ich bleibe mal bei der Terminologie Vanilla, obwohl wir wissen, was ich meine, ne? Aber wir haben nicht mehr diesen Borg-Kubus-Effekt im Hintergrund. Okay, das machen wir nochmal wieder aus. Wir wollen einmal das Originalbild haben und schauen uns mal das nächste Motiv an. Das wäre Photography of a Cyberpunk Woman with Dyed Pigtail Hair, Cyberpunk City Style like Tokyo, Neon Street Lighting, Lens Flares, Short Trousers, Leather Jacket, 2077 Disco Spotlights in the Air. Er kann nicht alles rendern. Ich verbinde es trotzdem mal und wir jagen es einfach mal auf gut Glück los. Das ist unser Hauptmotiv. Eigentlich gut getroffen. Ich vermisse die Disco-Lichter und so, aber das ist auch immer eine Frage des Models etc. pp. Ne, ihr könnt ja auch hier vorne Loras reinhängen, wie ihr wollt. Das ist ja dann egal. So, als erstes macht er unser Standard-Upscaling. Das schauen wir uns mal an. Ist prinzipiell gut. Okay, ich bin immer wieder überrascht, wie gut die Hände werden beim Epic Realism. Ist ein schönes Bild geworden, aber wir gucken jetzt mal, was wir mit dem Refiner rauskriegen. Hier, diese Nodes laufen auch trotzdem, obwohl ich das hier oben auf Original gelassen habe, verbrauchen aber nicht viel Ressourcen. Wenn ihr das übrigens hier nicht braucht mit dem Background Switch oder so und ein bisschen wegen der Hardware Ressourcen sparen wollt oder so, nehmt den Zweig hier unten weg. Dann geht das schon wesentlich schneller. Okay, Face Detailer geht nochmal durch. Der Hand Detailer wird auch 2 Hände wieder erkennen. Ja, genau, das ist die linke Hand von ihr, die rechte Hand von ihr. Und wir gucken uns mal das Bild an. Und das ist jetzt wieder das, was wir mit dem Refiner erhalten haben. Und auch hier passt es auch ein bisschen besser mit dem Hintergrund. Zumindest besser als bei der Space Station, finde ich. Aber die Details hier sind halt wirklich... Er holt noch ein bisschen was raus, finde ich. Refiner-Bild, Vanilla-Bild. Ne, also hier. Natürlich gehen die ganzen Detailer-Loras da auch noch ein bisschen mit ins Gewicht. Ich habe hier oben auch sogar die Add Detail XL mit reingebaut. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen Overdrive an der Stelle, aber ich wollte halt Details rausquetschen. Das können wir auch nochmal mit einem anderen Model versuchen. Nehmen wir mal das Absolute Reality an der Stelle. Wir müssen da ein bisschen, muss auch gucken, dass ich ein bisschen Zeit spare. Aber hier oben, das sind noch ganz gute Prompts, die wir mal ausprobieren können. So, was haben wir als Basebild gekriegt? Na, das ist ja weit entfernt von schön. Das könnte auch an den Negatives hier liegen. Ich habe keine Embeddings hier an der Stelle drin. Achso, das Glowing Breasts macht auch keinen Sinn mehr jetzt. Ist egal. Brauchen wir aber auch hier nicht. Deswegen ist es kein verkehrtes Negative. So, wir gucken mal an, was das Absolute Reality gemacht hat. Na, so Reality ist es jetzt nicht, würde ich sagen. Epic Realism finde ich ist immer noch unschlagbar an der Stelle.
Remove Background funktioniert hier gut. Ich zeige euch gleich auch ein Beispiel, wo es nicht so gut funktioniert. Warten mal kurz den Sampler ab. So, er ist fertig. Machen wir den Queue auf. Und jetzt gucken wir uns mal an, ob der Refiner da ein bisschen was retten konnte. Und ja, er konnte. Er konnte definitiv was retten. Ich weiß nicht, warum sie jetzt so pinke Handschuhe anhat, aber eindeutig. Und auch hier habt ihr die Möglichkeit, natürlich den Background, wenn euch der hier besser gefallen würde, einfach hier mit dem Switch zu behalten. So, das nächste Beispiel, was wir jetzt mal angucken, is a giant battle mech fighting on the battlefield against a huge monster, destroyed city in the background, explosions, fire, burning laser shots und rockets. Also ein typischer Montag. Und hier nehmen wir aber wieder das Epic Realism. Und hier funktioniert zum Beispiel die Remove Background Node erfahrungsgemäß nicht so gut. Gucken mal eben, das Base-Bild sieht zwar grob aus, das Model ist auch nicht drauf trainiert, so fair muss man sein, aber für die Tests jetzt reicht's. Aber der Detailer macht an der Stelle, das kann ich jetzt schon mit ziemlicher Sicherheit voraussagen, er wird den Hintergrund einfach verhunzen. Und ich habe nicht rausgefunden, warum der Detailer sich an der Stelle so verhält, wie er sich verhält. Gut, der ist jetzt nicht natürlich gemacht für sowas, aber ne, wie gesagt, es ist ein Proof of Concept hier an der Stelle. Das ist das normal hochskalierte Bild. Was der Detailer hier an der Stelle macht, ist, wir sehen schon, dass aus den Explosionen im Hintergrund auch irgendwie so ein Haufen Schrott entstanden ist. Er hat zwar hier an der Stelle irgendwie unseren Battle Mech ein bisschen verändert, mehr detailliert, obwohl es Geschmackssache ist, was jetzt besser ist und was nicht. Nichtsdestotrotz, okay, bei dem Beispiel natürlich, hallo Murphy's Law, bei dem Beispiel hat es relativ gut funktioniert. Die Background Node hat oft auch Probleme dann hier die klaren Übergänge zu finden. Das heißt, könnte sein, dass der hier an der Stelle auch noch diese Explosion oder sowas dann mit als Vordergrund erkennt. Wo hängen wir denn gerade? Hands. Hat er Hände erkannt? Was macht der denn da? Das ist doch keine Hand. Naja. Okay, und hier haben wir jetzt einmal das Ursprungsbild und einmal das refined Bild. Er sieht ziemlich kaputt aus im Gesicht hier. Hier hat er aber auch kein schönes Cockpit-Gesicht, was auch immer. Hier kickt es aber schon ziemlich stark rein und deswegen habe ich an der Stelle zum Beispiel sowas gemacht, wie hier einmal den Background übernehmen. Ich cutte das jetzt mal. Okay, während er da hinten noch läuft, hier kann man sehen, was ich meinte. Er hat hier unten irgendwie nicht so richtig erkannt, dass die Beine mit zum Vordergrund gehören, aus welchem Grund auch immer. Deswegen habe ich auch hier die Was Node Suite Remove Background genommen. Hier hat man eigentlich am meisten Einstellmöglichkeiten noch. Es funktioniert halt nicht so rund, aber wenn wir uns das jetzt mal angucken, das normal hochskalierte Bild, die ich eigentlich schon immer ziemlich cool finde, muss ich mal sagen. Und hier ist das refined Bild, wobei die Beine nicht übernommen wurden. Die sind einfach nur mal so durch den Upscaler noch detailliert worden. Und er hat hier auch aus diesen Lampen, hat er irgendwie Feuer im Inneren gemacht. Muss man gucken. Aber der Hintergrund wurde halt irgendwie gesaved. Hier oben haben wir noch unsere Rauchwolke. Und hier haben wir auch irgendwie noch unsere Rauchwolke. Das meinte ich. Gut, ein anderer Punkt ist, dass bei diesem Workflow, das habe ich bemerkt, ich gucke mal eben noch die anderen, was haben wir da oben noch, den, ne, wir nehmen nochmal den hier, unseren Cyborg. Wenn wir auf solche Models umschalten wie Ref Animated an der Stelle, ich nehme auch mal eine andere VAE, und muss hier oben einmal das Upscaler Model ändern, das starte ich jetzt mal. Dann kriegen wir ein 2.5D Bild. So.
Und was an der Stelle nämlich dann passiert, er skaliert das jetzt gerade noch hoch, aber ich kann es sagen, er wird hier oben im Refiner versuchen, das immer mehr in Richtung Realismus zu drücken. Irgendwie. Das kann man aber auch dann verhindern, indem man mal einen anderen Prompt nimmt. Ich gucke mal eben, wir müssen hier einmal den Negative umschalten. Und das ist eigentlich auch ein falscher. Hier habe ich... Wir wollen kein Anime, ich nehme den mal raus. Stilistisch High Detail Intricate, also wir nehmen das Realistic und Cinematic und sowas raus. Es ist aber trotzdem so, dass er dann versucht, hier oben, das sehen wir schon, unser Bild auch wirklich nochmal krass in Richtung Realität zu ziehen, wenn wir damit unterwegs sind. Nochmal, das hier ist unser Originalbild, 2,5D, so ein bisschen gerendert oder wie aus Videogames. Und wir kriegen dann letztendlich ohne Refining hier schon, ne, das meine ich. Und auch wieder der Hintergrund ist, ich würde mich eher für diesen Hintergrund entscheiden, er ist irgendwie stimmiger als wieder für das. Dafür hat er hier dieses Headset irgendwie besser hingekriegt. Dürfte jetzt durch sein. Wir gucken uns mal das Face Detailing an. Ja, aber er macht was. Der anderen Seite mit den geänderten Prompts. Was ist das? Sieht komisch aus. Das sieht ganz nett aus. Können wir uns mal angucken. Wenn ihr auf jeden Fall seht, dass das Ganze hier so in Realismus gezogen wird oder so, stellt den Denoise hier oben runter. 0,25 ist dann immer ein ganz guter Wert, um zwar schon Details ins Bild zu klatschen, allerdings nicht diese Zwangsziehen in Richtung Realismus. So, hier haben wir unser hochskaliertes Bild. Hier oben haben wir unser... Na gut, da kann man jetzt wenig erkennen. Achso, er ist noch dran. Ist er jetzt fertig? Das hat ein bisschen besser funktioniert. Aber nichtsdestotrotz zieht er es schon so ein Stück weit irgendwie in die falsche Richtung. Okay, wenn ich mal zwischendurch cutten muss oder so, dann ist das, weil ich einen Hustenanfall habe. Wie gesagt, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Wir rendern hier aber noch. Interessanterweise hat er sie auch hier unten abgeschnitten. So, Face Detailing, gucken wir mal da rein. Es geht halt schon wirklich in einen komplett anderen Stil rein. Und ich lasse jetzt nochmal ein Bild rendern mit 0,25. Das werde ich aber cutten. For time reasons. Hier haben wir schon mal unser Vanilla-Bild. Bisschen verunglückt. Ja. Aber hier sieht man auch wieder ganz gut, dass hier an der Stelle auch diese Remove Background Node nicht so richtig gegriffen hat. Aber wir haben das refinete Bild behalten. Und jetzt warten wir eben mal ab auf den... Hände hat er gar nicht erkannt. Die waren schon so schlecht, dass er sie gar nicht erkannt hat. Und ja, da seht ihr, ne? Es bleibt näher am Original, wie erwartet, mit der Denoise. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr dann den Refiner an der Stelle auch verwenden. So, ich baue das mal eben wieder zurück. Wir machen 0,5. Bei Anime-Bildern ist es übrigens ähnlich. Ihr müsst dann wirklich auch auf die Prompts achten hier an der Stelle. Und alles, was so ein bisschen in Richtung Zeichnung und so geht, auch irgendwie runterdrehen im Refiner. Der zieht es halt wirklich doch sehr stark in Richtung Realismus. So, wir gehen wieder zurück. Und ändern hier an der Stelle wieder unseren Stil. Das Negative. Gucken uns jetzt nochmal das letzte Bild an. Das ist Attractive Man sitting at a bar in a 50s-styled club listening to chilling lounge music and drinking a whiskey, smoking red tie. Moment. Wearing a smoking. Das mache ich auch noch anders. Das schreibe ich hier oben rein. And wearing a smoking.
habe mich beim Rumtesten gewundert, warum der raucht. Ja. Smoking. So. Wir machen das jetzt mal mit Original-Hintergrund behalten. Falsches Model. Cancel. Entschuldigung, wir müssen das Epic Realism an der Stelle wieder nehmen. So, schon geladen. Ja, ich weiß nicht, was er macht. Cool. Coole Tattoos hat er auf jeden Fall. So, jetzt wird hochskaliert. Bei sowas funktioniert eigentlich in der Regel auch immer dieser Remove Background Node ganz gut. Ne, also, wie gesagt, hier oben beim Refiner immer mal ein bisschen gucken. Das muss immer ein bisschen präziser eingestellt werden irgendwie. Vor allem hier mit dem Prompt-Ding, da kann man bestimmt noch viel steuern. Ich habe das nicht alles irgendwie detailliert. So, das ist unser Vanilla-Bild. Eigentlich ganz okay, hier ein bisschen verhunzt. Aber wir gucken jetzt nochmal, was er macht. Seht ihr? Hier, die Remove Background Node hat ganz gut funktioniert. Bei solchen Bildern haben wir auf jeden Fall immer die Option, den Original-Hintergrund zu behalten. Aber es könnte sein, dass der hier sowieso auch ganz gut geworden ist. Jetzt hat er irgendwas hier in der Hand. Ja, keine Ahnung. So, Face Detailer wird er auf jeden Fall machen. Hand Detailer wahrscheinlich auch. Das geht eigentlich relativ schnell immer. Eine Hand. Eine Hand. So. Und hier haben wir unser Vanilla-Bild. Und hier haben wir unser Bild, welches durch den Refiner gegangen ist. Und ich finde auch hier, abgesehen von den Händen jetzt, was ja so ein generelles Problem ist, finde ich auch, dass es durchaus durch den Refiner stimmiger geworden ist. Wir gucken uns auch mal die Frisur an. Ja, es ist alles schon irgendwie ein Stück weit stimmiger geworden. Er hat zwar jetzt 2 Uhren an, der alte Angeber, aber naja, gut. Ja, ich hoffe, mein Proof of Concept hier an der Stelle ist klar oder deutlich, was ich machen wollte. Es funktioniert teilweise, nicht immer. Kommt natürlich auch immer an, was ihr hier für Prompts eingebt oder welches Model ihr verwendet oder sogar welche LoRa's ihr hier noch vorschalten wollt. Ist immer so ein bisschen Anwendungsfall bedingt. Ich lasse mal eins durchrattern, aber diesmal mit Hintergrund behalten. Wearing a Smoking hat er. Das ist auch ein Polo-Shirt. Bei Smoking hat er mir letztens zwar ein Smoking gerendert, aber eine Zigarette dazu. Und wenn man Wearing a Smoking eingibt, macht er mir ein Polo-Shirt. Das ist auch interessant. Durchaus interessant. Genau. Wenn ihr hier hinten keine LoRa's haben wollt für den Face Detailer, geht hin und drückt hier auf Bypass. Damit könnt ihr die ausschalten oder einschalten. Ansonsten könnt ihr die natürlich auch rausnehmen, wie ihr wollt. Aber ich wollte nur mal gucken, ob es vom Prinzip her funktioniert, dass man den Refiner auch zum Refinen von 1.5er Models nehmen kann. Funktioniert es? Ja, es funktioniert. Mit dem Hack, dass man vorher das Bild in der SDXL VAE encoden muss. Macht es Sinn? Kommt drauf an. Manche Motive werden dadurch wirklich wesentlich besser, wie zum Beispiel unsere Cyborg-Dame. Andere Motive verhunzen ein bisschen, aber das kann halt auch die Kombination mit den Models dann wirklich selber nochmal sein. Könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Das ist, ich glaube, da gibt es einfach so viele Variablen an der Stelle, dass man da sagen kann. Muss man schauen. So, nochmal das Vanilla-Bild. Nochmal das refined Bild. Auch hier denke ich, dass das refined Bild, wobei wir diesmal den Hintergrund behalten haben vom Refiner-Bild,
Also das Gesicht ist besser. Hier unten hat es verhunzt wieder. Könnte aber auch der Hand-Detailer gewesen sein. Naja, so, ich lasse nochmal ein Bild durchjagen mit dem Original, also mit unserem Female Cyborg, behalte aber den Hintergrund im Epic Realism. Ich hatte gesagt, ne, für Anime-Bilder müsst ihr wirklich, es bringt was bei Anime-Bildern, vor allem wenn ihr den Denoise hier im Refiner auf 0,25 oder so stellt, dann bringt es auf jeden Fall nochmal ein bisschen Glätte und sauberere Strichführung oder sowas. Das ist durchaus drin, aber ihr müsst schon mit dem Prompting wirklich drauf achten. Der Refiner hat irgendwie, ich weiß nicht warum, den Hang dazu, alles wirklich so in Richtung Realismus oder sowas zu ziehen. Habe ich jetzt gedacht, kann auch sein, dass es einfach an meinem Prompting liegt. Okay. Gucken wir uns mal das Originalbild an. Oh, was ist denn hier passiert? Wo wir mit der Hände in eine Kreissäge gekommen. Autsch. Hintergrund auch hier finde ich den wesentlich besser als das, was uns hier der Refiner gebaut hat. Und jetzt sind wir wieder in so einem Borg-Kubus oder Borg-Sphere, in der Borg-Sphere. Und dann schauen wir nochmal eben, was das Upscaling an der Stelle macht. Vergleichen das und dann. Ja. Erkennt er Hände? Er erkennt tatsächlich Hände. Interessant. Er versucht noch was zu retten, ja. Vielleicht sollte man mal hier das Denoise auf 1 stellen. Gucken, was passiert. So, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Er hat es ein bisschen gerettet. Doch, durchaus. Vanilla-Bild. Hier unten haben wir wieder diesen Kostümeffekt mit, ich habe noch alte Motherboards irgendwo rumliegen, da klatsche ich LEDs an und trage es als Cosplay. Während das hier schon das refinete Bild wesentlich mehr nach ja, einer wirklichen Sci-Fi-Ausstattung aussieht. Finde ich. Also, das war das, was ich zu beweisen, versuchen, probieren wollte. Probiert es einfach selber. Ich lade euch den Workflow natürlich hoch, ohne die Save Image Notes hier unten. Die waren jetzt nur, damit ich wieder was Thumbnail-Material habe. Und ja, könnt ihr selber ein bisschen mit rumspielen. Es geht im Prinzip um den Weg von hier nach hier. Was er dahinter macht, ist euch überlassen. Gut, habt viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Tschüss.